Heute möchte ich kurz über Pigmente reden. Das ist ja ein Thema, das seit einigen Jahren eigentlich viele Modellbauer beschäftigt. Ist aber bei meinen Videos oft der Fall, dass Leute fragen, wie hast du die Alterung gemacht? Und ich sage, ich habe Pigmente verwendet und dann, was ist das genau? Oder ja, das wollte ich mir schon lange mal holen, aber habe es dann nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Also ich finde, Pigmente sind ein hervorragender Weg, um Modelle zu altern. Das ist jetzt auch eigentlich relativ egal, ob das Fahrzeuge, Panzer, Figuren oder Flugzeuge sind. Das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Muss halt bloß andere Farbtöne verwenden, je nachdem. Ich verwende zwei Arten von Pigmente, einmal von MIG und einmal von Vallejo. Hat es eigentlich keinen speziellen Grund, es war nur so, dass meine Vallejo-Pigmente hauptsächlich Roche-Töne sind und die gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich die MIG-Pigmente gekauft habe, gab es die irgendwie noch nicht von MIG, sondern nur von Vallejo. Keine Ahnung warum, war halt so. Es gibt aber Unterschiede zwischen denen beide, da komme ich dann noch drauf zu sprechen. So zu den Unterschieden von den MIG und Vallejo Pigmenten. Ich habe hier einmal MIG, Dark Matte ist das glaube ich, und hier einmal von Vallejo Light Sienna. Wenn ich das jetzt mal so verreibe, dann wird man gleich einen Unterschied sehen. Und man sieht auch, wie das kleine Häufchen eigentlich ziemlich viel ausgibt. Also es war jetzt auch beides mal die gleiche Menge. Also man sieht, so von der Fläche macht es keinen großen Unterschied. Aber wenn ich das jetzt versuche oder zum Entfernen, geht bei den Vallejo Pigmenten ziemlich einfach und bei den MIG weniger. Es liegt jetzt nicht daran, dass die MIG Pigmente dunkler sind und man die besser sieht, sondern ja, ihr habt ja gesehen, wie groß die Fläche war und das ist jetzt eigentlich, da ist nämlich viel über, im Gegensatz zu hier. Ich würde es aber nicht deswegen sagen, dass Vallejo Pigmente schlecht sind, sondern sie sind einfach, sie vergeben einem eher mal. Weil wenn man sich mit MIG-Pigmente mal vertut am Modell, dann hat man halt so einen übertriebenen Effekt und bekommt es eigentlich nur noch schwer weg. Und bei den Vallejo-Pigmenten, wenn es mal zu viel war, fährt man einfach mit dem Finger kurz drüber und dann ist es wieder bereinigt. Das ist dann nur eine Frage, was für ein Fixer man dann verwendet oder Klarlack oder so, und dann macht es eigentlich keinen Unterschied. Ich wollte das jetzt nur mal demonstriert haben. So, um jetzt zum Beispiel hier die Radkästen zu verschmutzen, könnte man es zum Beispiel so machen, hier ein bisschen Pigmentfixer innen verteilen und hinterher dann mit dem Pinsel die Pigmente da drin verteilen. Da nehme ich jetzt mal von MIG Dark Matte. Einfach ganz unregelmäßig und wie das halt in der Natur auch vorkommen wird. Und natürlich wie bei jeder Alterung gilt, weniger ist mehr. So. Alternativ kann man auch Weißleim verwenden. Ich habe jetzt hier Ponal. Wenn man den ein bisschen mit Wasser verdünnt oder auch pur aufträgt, kann man gut Schlamm darstellen. Einfachste Weg, Pigmente zu verwenden, ist sie einfach aufzubürsten mit dem Pinsel. Ich nehme hier ein paar Pigmente auf und verteile die hier so am Modell. Das ist eine sehr einfache Technik und eigentlich für alle Bereiche einsetzbar. Sowohl was Staub als auch Schlamm oder Metallpigmente angeht. Das funktioniert eigentlich immer. Wenn man jetzt da hinterher nur ganz leicht Klarlack drüber sprüht, dann bleibt es auch so dran und wird nicht so leicht abgegriffen, was aber jetzt bei den MIG-Pigmente, wie wir schon gesehen haben, nicht das Problem ist.
Früher habe ich auch oft die Pigmente mit dem Fixer gemischt, sodass so ein richtiges Wash entsteht. Sehr dünnflüssig eben. Und das dann aufpinselt, das eignet sich gut, um große Flächen einstauben zu lassen, zum Beispiel ein ganzes Modell oder so. Bin ich aber mittlerweile davon abgekommen, weil ich da Unmengen von dem Fixer braucht habe und es ist auch relativ teuer. Ja, gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit der Airbrush einfach eine hellbraune Farbe drüber sprühen. Das waren jetzt nur mal ein paar Basistechniken. Es gibt natürlich noch unzählige weitere, die ich noch nicht probiert habe oder von denen ich nichts weiß. Also würde ich empfehlen, dass ihr einfach im Internet, in irgendwelche Foren oder auch bei anderen YouTuber euch ein paar Tricks abschaut, wie die es machen und entscheidet einfach selber, nachdem ihr es probiert habt, welche Technik euch am meisten zusagt. Und bei mir ist es einfach so, wie ich das immer mache, relativ einfach gehalten, ohne große Spirenzchen, und ich bin immer zufrieden, wie es aussieht, und es passt ja, darauf kommt es ja an. In diesem Sinne, macht es gut, schaut wieder mal rein bei Gelegenheit, der Truck sollte ja bald fertig sein, gibt es auch wieder ein Video davon. Ciao, euer Amel Kabakas.